Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal wieder aus dem Hause G-Shock. Schaut euch das Schnittchen mal bitte an. MTG Flare Red. Eine von 2 Sondermodellen zum 40-jährigen Bestehen von G-Shock. 2023 geht es ja los und G-Shock startet schon jetzt mit echt coolen Sondermodellen. Und das ist eine von denen, die MTG Flare Red. Die Sonneneruption lässt grüßen. Und die zweite ist eine GWG. Auch ein mega Monster Beast. Habe ich auch ein eigenes Review und ein eigenes Video. Alles unten verlinkt. Es sind beide Videos gleichzeitig online gegangen. Beide Uhren gibt es ab sofort online und im G-Shock Store in Hamburg. Schaut euch dort die Uhr gerne einmal live an, falls ihr nicht genau wisst, welche ihr nehmen wollt. Ich kann euch sagen, das ist hier brachial, wenn ich Outdoor Survival etc. machen will. Und die MTG ist halt Understatement, schön flach, schön edel. MTG ist ja die Unterserie der MRG und ja, um die geht es jetzt hier. Wir haben, ich zeige euch jetzt nochmal beide. Wir haben, wie gesagt, guck mal hier auch die von der Größe, ne? Ja, das ist halt Unterschied, ne? Ich habe in beiden Videos, bin ich jetzt auch nochmal auf beide Uhren eingegangen. Also es gibt ein bisschen Doppelungen. Nicht wundern bitte, weil ich weiß ja nicht, welches Video ihr euch anschaut oder ob ihr euch beide anschaut. Das weiß ich ja leider nicht. Auf jeden Fall gibt es gleich ein kurzes Hands-on. Ich zeige euch jetzt hier schon mal. Ja. Gut aus, ne? Jetzt müsste ich es nur noch mal richtig rummachen. 4 Sterne, 40 Jahre. Limitiert sollen sie nicht sein. Aber wir wissen ja bei G-Shock, solche Modelle sind irgendwann ausverkauft und die Sammler geben diese Uhren auch nicht mehr her. Gerade weil es Jubiläumsuhren sind. Die gibt es halt nur ja, einmal in 40 Jahren sozusagen. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal 10 Jahre warten, bis die nächsten Jubiläumsuhren rauskommen. Ja, also von daher Knalleruhren. Review ist auch schon online. Link unten in der Beschreibung. Und auch zum anderen Video zur GWG. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Hands-on. So, hier haben wir das gute Stück. G-Shock MTG B3000 FR 1 AER. Ich bin gespannt, ob noch weitere dieser Serie rauskommen. Über die B3000 hatte ich ja schon im Sommer berichtet. Gibt es auch ein schönes Review online. Und ja, an der Uhr hat sich in dem Sinne nichts verändert. Bis auf das mega coole Flare Red. Ja, wobei nichts verändert ist nicht richtig, ne? Wir haben das ja hier schon öfters gesehen. Die kleinen Details mit den 4 Sternen. Hinten 40 Jahre. Starke Uhr. Hierbei handelt es sich um einen Prototypen. Ich kann also nichts machen. Es passiert auch nichts. Ihr habt euch bestimmt schon im Trailer-Video gewundert, wieso die Zeiger sich nicht bewegen. Darum ist das so. Ja, erster Eindruck ist wie immer mega. 13,2 mm hoch. Das Ganze befindet sich wie immer bei der MTG-Serie am Resinband. Ich mag ja das Resin, ne? Ist wirklich ein sehr schönes, stabiles und nicht so staubempfindliches Material. Ist echt schön. So, machen wir die Uhr mal ans Handgelenk. Macht selbst am Handgelenk bei einem 50-Jährigen eine echt super Figur, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Dieses Rot, Orange, Gelb, also mit dem Schwarz und diesem lila Rot, ja, der Totalisatoren. Ja,
ist echt toll. Also ich habe ja nur ein kleines Handgelenk, wisst ihr ja. 50,9 mm breit. Lack to Lack ist 51,9. Das ist schon echt brachial, aber guckt euch die Uhr an. Ja, sie wirkt vielleicht etwas größer, aber es ist halt auch eine G-Shock, ne? Ja. Und die Farben finde ich einfach echt der Knaller. Und das Coole ist ja nun, dass jetzt auch noch 2 Uhren rausgekommen sind, ne? 2 Modelle für das 40-jährige Jubiläum. Und beide in dem Flair Wet. Die zeige ich euch im extra Video. Also am Handgelenk trägt sie sich wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Ja, also der Name Metal Twisted G-Shock verrät es schon. Dieses Modell hat als Basis für die Gehäusekonstruktion auch Edelstahl zum Einsatz. Dieser gängige Werkstoff wird ja seit 1999 in den MTG-Modellen eingesetzt und schützt so nochmal das Innere. Die Lünette ist praktisch hier aus Carbon. Die Sonneneruption soll hier Einzug halten, was sehr, sehr gut gelungen ist, finde ich. Die farbigen Glasfasern sind praktisch per Zufall dort integriert und damit ist jede Uhr einzigartig. Also es gibt keine Uhr, die gleich aussieht, was die Lünette hier angeht. Jede Uhr ist anders und das macht es wirklich so was Besonderem. Gerade auch, weil es um das 40-jährige Bestehen geht, finde ich es echt cool, dass diese Uhr wirklich immer anders aussieht. Ich bin gespannt, wie lange es die Uhr gibt und wann es keine mehr gibt und was dann mit den Preisen passiert, weil im Jahr 2024 brauche ich die Uhr nicht mehr verkaufen, ne? Da sind die 40 Jahre rum, aber die Uhr ist halt immer noch mega, ne? Hier auch sehr schön der Gehäuseboden zu sehen mit dem eingravierten Logo des US-amerikanischen Grafikdesigners Eric Hayes. Er hat das Design entworfen. Ich finde es sehr gelungen. Gibt auch coole Fotos im Blog, in dem Review. Links wie immer unten in der Beschreibung. Wisst ihr ja. Angetrieben wird das Ganze wie immer über Solarzellen, die man hier nicht wirklich entdecken kann. Sehr schön integriert. Und wenn die Uhr mal in der Schublade liegt, gibt es einen schönen Solarspeicher, der die Energie speichert und so die Uhr am Leben hält. Ich kann sie also auch Monate später aus der Schublade rausholen. Sie stellt sofort die Verbindung wieder her und stellt sich neu ein und alles ist gut. Ein bisschen Tageslicht reicht. Das wünsche ich mir zu Hause auch mal. Jetzt mit meiner Solaranlage auf dem Garagendach. Einen schönen Speicher, damit man dann später das Auto laden kann. Ja, das ist praktisch die Mini-Version davon. Das, was wir jetzt eigentlich alle benötigen. Sehr, sehr geil. Hier nochmal ins Detail. Ja, tolle Uhr, ne? Und hier sieht man sehr schön den Lume in der Lünette. Und das ist jedes Mal anders. Je nachdem, wie die Fäden eben da reingekommen sind. Genauso wie die Farbe da reingekommen ist. Entweder rot oder orange oder, ne? Dadurch wirkt eben jede Lünette anders. Und der Lume ist dadurch auch bei jeder Lünette anders. Und das finde ich schon ziemlich cool. So sieht das Ganze aus. Bei den Stunden ist eben auch ein Strich hinter der Stundenmarkierung. Und der Zeiger leuchtet in so einem leichten Blauton. Und das wirkt schon ziemlich cool. Das kriege ich auf dem Video nicht hin. Weil meine ISO dafür nicht ausreicht, aber auf dem Foto habe ich es hinbekommen und hier auf jeden Fall der erste Eindruck dazu. Ich hoffe, es gefällt euch, weil ich finde es echt der Knaller.
Tja, alles andere als eine billige Plastikuhr, oder? Was vor 40 Jahren mal begann, hat sich heute wirklich zu echten Hammeruhren entwickelt. Die günstigen Plastikmodelle in Anführungsstrichen gibt es immer noch, aber selbst da hat Technik Einzug gehalten, die wirklich Spaß macht, und die gehobenen Modelle müssen sich nicht mehr vor Schweizer Uhrenmarken verstecken, weil auch durch die Konnektivität zur App sollte sich jeder mal genauer anschauen mit der App. Das ist schon wirklich ziemlich beeindruckend, was man mit der Uhr alles machen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Links zum GWG-Video auch unten in der Beschreibung. Beide Reviews sind auch online in meinem Blog. Dort findet ihr alle Details, alle Spezifikationen etc. Coole Fotos. Und schön, dass ihr wieder da gewesen seid. Ich freue mich auf eure Kommentare. Welche Uhr gefällt euch besser? Was ist euer Favorit? Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ich kann euch auch schon mal sagen, es kommen noch ein paar G-Shocks. Die 40 Jahre fangen jetzt an, Leute. Seid gespannt. Bis später. Macht's gut, ne? Ciao.